Gibt es Unterschiede bei Infrarotheizungen? Herzlich willkommen im neuen Video. Dieser Frage möchte ich jetzt einmal nachgehen aus folgendem Grund, dass viele Menschen unser System glauben, dass heute billige Infrarotheizungen dasselbe sein als wie eine Celsius-Infrarotheizung, die heute über 2000 Euro kostet. Ich sage euch eins, das ist nicht nur der Preis der Unterschied, sondern auch die Qualität und was die Infrarotheizung kann. Das heißt, ihr müsst euch einmal im Klaren sein, von was reden wir. Ich werde euch jetzt einmal ein paar Tipps geben, wie ihr eine billige Infrarotheizung erkennen könnt. Das Allerwichtigste, die Watt sagen gar nichts über Infrarotheizung aus. Das heißt, umso mehr Watt heißt nicht, dass es die bessere Infrarotheizung ist. Überhaupt nicht. Wenn ich es jetzt mit Celsius vergleiche, wir haben viel, viel weniger Watt bei unseren Platten und unsere Platten haben mehr Wirkungsgrad. Warum? Das Warum ist ganz einfach erklärt. Wenn ihr heute eine Blechplatten habt, wenn ihr heute eine Glasplatten habt, einen Spiegel habt, dann habt ihr eine sogenannte Widerstandsheizung. Das heißt, die Abstrahlwärme ist Infrarot. Das heißt aber gleichzeitig hohe Oberflächentemperatur, viel Watt und geringe Infrarotreichweite. Das heißt, wenn ich so eine Platten auf der Decke habe, dann habe ich einen heißen Kopf. Habe ich heute die Platten auf einer Wand, dann habe ich unmittelbar davor eine Infrarotwärme. Der Rest ist wieder nur Konvektionswärme. Und genau deswegen habt ihr ja immer diese Thermostate dabei. Egal, ob es jetzt über Funk gesteuert ist oder Steckdosenthermostat, das ist wie ein Lichtschalter. Ein, aus. Das heißt, wenn die Platten 1000 Watt hat, dann verbraucht die 1000 Watt in einer Stunde. Und wenn die 15 Stunden läuft, dann habe ich 15.000 Watt verbraucht. Ganz eine einfache Rechnung. Wenn ich hätte mit Celsius das vergleiche, Celsius ist eine ganz andere Technologie. Wir haben keine Heizdrähte, wir haben keine Heizfolien. Was ist es noch? Im Endeffekt, ich habe heute eine Kristallglasfrequenztechnologie. Das heißt, wir übertragen über die Software, was unsere Steuerung überzeigt, auf das Kristallglas unsere Frequenz. Und dabei kommt heute Infrarot C im Streitgel von 135 Grad auf 12 Meter Raumtiefe. Ist das jetzt ein Unterschied oder nicht, ob ich jetzt einen Meter oder weniger Infrarotreichweite habe oder ob ich 12 Meter Infrarotreichweite habe? Das ist, glaube ich, selbsterklärend. Wenn hätte dann die Platten auf der anderen Seite 1 Meter, 1,50 Meter, 2 Meter, so groß wie ein Türblatt, habe ich schon oft gesehen. Das heißt aber nicht, dass ich deswegen die bessere Infrarotheizung habe, ganz im Gegenteil. Die brauchen die Fläche, um heute eine gewisse Abstrahlwärme aufgrund der Fläche zu erzielen. Das hat aber nichts mit Wirkungsgrad zu tun. Oder so wie es heute der Strahlungsanteil ist ja jetzt das Must-Have bei Infrarotheizung. So ein Blödsinn. Es geht immer um Reichweite. Ohne Reichweite habe ich heute nichts was anderes als wie eine Abstrahlwärme aufgrund der Oberflächentemperatur. Deswegen sind die Dinger alle so groß. Deswegen haben die auch alle viel Watt. Und schaut einmal, die haben alle bis zu 150 Grad, habe ich auch schon gesehen. Und dann haben wir heute eine Abstrahlwärme aufgrund der hohen Temperatur. Und nicht mehr und nicht weniger. Das Gleiche ist auch bei Infrarotfolien. Die werden heute in die Wand eingespachtelt oder heute im Boden reingetan. Aber früher hat man das Gleiche als Elektrofußbodenheizung und nicht Infrarotheizungsfolie kaufen können. Das heißt, dann habe ich zwar eine gleichmäßige Fläche, habe einen Energieverbrauch zwischen 250 bis 300 Watt pro Quadratmeter. Und wenn ich 20 Quadratmeter Folie in einem Raum habe, eine hohe Radikams, dann haben wir bald 7 kW. Wenn ich es mit Celsius vergleiche, habe ich bei einem Altbauraum, wenn die Wärme aufgebaut ist, keine 200 Watt Stromverbrauch. Ich habe im Neubau teilweise unter 100 Watt Stromverbrauch für 20 Quadratmeter. Warum? Weil wir nachhaltige Speicherwärme aufbauen können. Und das ist heute der springende Punkt überhaupt, dass ich heute über unsere Regeltechnik vollautomatisch zur Speicherwärme den Stromverbrauch reguliere. Und das ist bitte Celsius. Celsius ist ein Hightech-Gerät, das ist ein Entfeuchtungs- und Heizsystem und das könnt ihr niemals mit diesen ganzen Infrarotheizungen, was es da heute im Internet gibt, vergleichen. Es ist und bleibt ein Widerstandsprinzip, wenn ich nur eine heiße Oberflächentemperatur habe, Glas, Metall oder Spiegel und genauso auch die Stammplatten. Die Stammplatten haben dahinter drin einen Schlitz und dahinter ist ein Draht drinnen, als wir heute bei einem Toaster. Das ist ein Wolframdraht, nicht mehr und nicht weniger.
die Oberflächentemperatur ist eine Infrarot-Abstrahlwärme und 90% schaffen nicht einmal 1 Meter. Und dann kommen genau die Menschen zu dem Urteil, ja, das funktioniert nicht, es wird nicht gleichmäßig warm. Ja klar, umso schlechter eure Bauphysik ist, umso schlechter werden die Systeme funktionieren. In einem gut gedämmten Haus, in einem modernen Haus, wo ich heute mit einer Kerze nachheizen könnte, da kann ich heute mit sowas genauso eine Wärme erzielen, aber das ist trotzdem nicht das Gleiche als mit Celsius. Weil mit Celsius habt ihr sehr viel nachhaltige Speicherwärme. Ihr erwärmt alle Oberflächen, alle Wände, alle Decken, alle Böden und alles, was dazwischen ist. Möbel, Tische, Sessel, alles, jede Oberfläche wird nachhaltig zur Speicherwärme erwärmt. Das ist Celsius. Schaut rein unter www.infrarotheimel.at. Holt euch eine Celsius Infrarotheizung. Werdet sehen, ihr habt eine Freude damit und ihr werdet eine tolle Wärme haben. Infrarotheizung ist nicht gleich Infrarotheizung. Bis demnächst von Infrarot Himmel. Tut uns liken und abonnieren. Viert euch.